Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und im heutigen Video werden wir gleich im Anschluss mal testen, wie weit wir eigentlich kommen gegen unseren neuen Dungeon-Gegner, der vor uns steht. Ja, das aber erst zum Ende des Videos, zum Anfang. Wollte ich euch erstmal danken, ja, für die 9000 Abonnenten, die wir jetzt hier geknackt haben. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, das mal sagen zu können, aber es fehlen nur noch, in Anführungsstrichen, 1000 bis zur magischen Zahl 10.000. Das ist schon was, womit ich eigentlich niemals gerechnet hätte, dass das mal passieren würde. Deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank für alles, was ihr für mich macht. Und an alle, die abonniert haben und an alle, die mich unter jedem Video supporten, die Kommentare schreiben, liken und so weiter, damit die Videos halt besser gerankt werden und ja, so dann mehr Leute insgesamt auf mich und auf Shakes and Fidget halt aufmerksam werden. Dankeschön, Grüße gehen raus an jeden einzelnen von euch und zum Dank möchte ich auch nochmal, ich habe ja noch ein paar Codes rumliegen, ich habe ja noch ein paar Paysafe-Codes und zwar verlose ich jetzt den für 50 Euro. Das heißt, ihr könnt über 1000 Pilze sind es ja insgesamt gewinnen, wenn ihr mit Angebot noch die dazu kauft oder mit einem Paket oder wenn 20% Aktion ist, bekommt ihr sogar über 1000 Pilze. Ne? Also lohnt sich das auf jeden Fall und abwarten bis zur 20% Aktion. Auf jeden Fall habt ihr die Chance, jetzt hier in diesem Video 50 Euro Paysafe-Guthaben zu gewinnen. Ganz einfach einzulösen, geht ihr auf den Pilzdealer und schaltet eure Zahlungsmethode auf Paysafe-Card um, falls ihr bei PayPal oder irgendwas anderes seid, ne, und dann könnt ihr den da einfach eingeben. Ja, und wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Ist relativ easy, ist eigentlich fast selbstverständlich für die aktiven Leute unter euch, die sind das eh schon. 3 Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um dabei zu sein und am Freitag um 15 Uhr wird dann der Sieger bekannt gegeben. Also was müsst ihr tun? Ihr müsst auf jeden Fall Abonnent sein von diesem Kanal, das ist denke ich mal klar, dass die meisten das eh sein sollten, also Abonnent sein. Dann müsst ihr das Video liken, also auch ganz einfach, das sind halt Sachen, die halt, die macht man halt so nebenbei so. Ich fordere nur mal ab und zu mal dazu auf, um halt die Leute, die das immer vergessen, vielleicht auch noch mit ins Boot zu holen. Das würde mich auf jeden Fall immer sehr supporten. Also Abonnent sein, Video liken und ihr müsst einen Kommentar verfassen unter diesem Video hier. Ja, ihr schreibt einfach unter diesem Video irgendeinen Kommentar rein in die Kommentarsektion und dann, wenn ihr alle 3 diese Punkte erfüllt habt, dann nehmt ihr automatisch teil an dem Gewinnspiel und habt die Chance, 50 Euro Paysafe-Card Guthaben zu gewinnen. Ja, am Freitag wird der Gewinner im Video bekannt gegeben und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Wie gesagt, die 3 Voraussetzungen, denke ich mal, sollte jeder von euch erfüllen. Ansonsten hatte ich ja gesagt, ab jedem 1000. Abonnenten machen wir auch noch eine Charakterrundschau. Das werden wir diesmal zu den 9000 Abonnenten natürlich auch machen. Das wird aber noch ein bisschen nach hinten verschoben. Erstmal machen wir das Gewinnspiel hier fertig bis Freitag und danach wird es dann auch ein Video geben, wo ihr dann die Chance habt, bei einer Charakterverlosung quasi teilzunehmen, kostenlos und dann halt dort denn die Chance habt, im Video hier gesehen zu werden. Ne? Ja, das auf jeden Fall dazu, da aber noch kommende Informationen dann später auf jeden Fall. Jetzt habt ihr, wie gesagt, erstmal die Chance, 50 Euro zu gewinnen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Und wir werden mal jetzt reinschauen hier in den Dungeon. Also wir sind ja jetzt hier einen Schritt weitergekommen. Jetzt sind wir hier beim Ares. Ne? Der ist ziemlich Hardcore-mäßig unterwegs und ich bin mal gespannt. Ich werde euch gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Der wird höchstwahrscheinlich nicht fallen. Ne? Liegt aber auch daran, dass wir erstmal noch gar nicht bereit sind für diesen Gegner so. Ne? Also wir haben da nicht sehr viele Chancen. Außerdem sind jetzt meine Begleiter auch jetzt nicht so gut geupgradet, was jetzt halt Verbesserungen und sowas angeht. Ich habe jetzt viel auf meinen Main-Charakter umgemünzt, habe viele Verbesserungen von meinen Begleitern genommen. Ne, Waffe habe ich jetzt plus 12, dann habe ich hier alles plus 12 auf der Seite und jetzt bin ich hier dabei, alles plus 12 hochzuziehen. Ne, das hat ziemlich viele Ressourcen gekostet. Von Marquardt habe ich viele Verbesserungen runtergenommen, wo der teilweise plus 9er Gegenstände hatte, ist er jetzt hier halt auf plus 5, plus 6 höchstens so. Ne? Und da wird sich, denke ich mal, da werde ich noch mehr Sachen wegnehmen von den Verbesserungen. Ja, Kunigunde, die ja mit am wichtigsten ist, von den Items her oder von der Chance, dass wir in den Dungeon weiterkommen, durch die Ausweichchance von ihr,
ist sie halt mit am wichtigsten, deswegen sollte man da auch am meisten Wert drauf legen, habe ich jetzt auch nicht. Und wenn wir mal gucken, der Gegner macht hier Feuerschaden, ne? Das heißt, er ist halt auch resistent gegen Feuerschaden, heißt, wenn ich eine Feuerschadenrune mit 60% habe, wie ihr jetzt hier gerade seht, dann ist das halt so, als ob ich gar keine Rune hier drauf auf der Waffe habe, ne? Und dann haben wir hier halt auch noch Widerstand gegen Feuer, gut, er ist auf 75, das ist gut. Er hat hier auch Feuerschaden auf 58, also der zweite, der hier fast keinen Damage macht. Dann hat der Marquardt hier auch gar keine Resistenzen, was halt damit zusammenhängt, dass ich jetzt hier den Kollegen fast oder ausschließlich nur mit legendären Gegenständen geupgradet habe. Also der hat jetzt ganz, ganz neues Equipment, aber die Runen stimmen da drauf noch nicht. Ne? Also der hat, ihr seht, der hat nur Lebensenergie drauf, weil das halt alles Leggy-Gegenstände sind so. Und deswegen hat er keine Rune drauf, die nützlich ist, außer halt die 15%, aber der ist schon weit drüber. Ne? Und bei der Kunigunde haben wir auch Feuer 34, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, das ist aber die einzige, die Blitzschaden hier drauf hat, das heißt, das ist effektiv gegen den Gegner, aber ansonsten, ja, werde ich auch nicht großartig die Pilze investieren, um irgendwelche Runen hier zu tauschen oder, was weiß ich, meinem Main von, ja, was weiß ich hier, Feuerschaden auf Blitzschaden oder Eisschaden umzumünzen, weil unterm Strich, ob meine Begleiter, jetzt der Marquardt und ich, nun diese 60% drauf hat oder nicht, das ist momentan zumindest erstmal sowieso noch relativ egal, sag ich mal, weil es vom Grundwert her nicht großartig mehr bringt als, ja, also ich erhoffe mir dadurch keine größere Chance, sag ich mal so, ne? Es war cool, wenn wir jetzt die passigen Runen haben drauf, ne? Dann würden wir schon ein bisschen mehr Schaden machen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Erfolgschance jetzt dadurch deutlich erhöht wird, nur weil mein Marquardt und mein Main jetzt die richtigen Runen drauf haben. Dafür machen wir einfach insgesamt noch viel zu wenig Schaden gegen den Ares. Und deswegen wird er uns, denke ich mal, auch noch den Rest des Jahres vielleicht begleiten, bevor wir den Ares irgendwann mal zurück zum Olymp schicken. Ne, das ist natürlich klar. Ich denke mal, der wird uns noch das ganze Jahr begleiten, der Gegner, bevor wir den zur Strecke bringen. Und das mal eines Tages zu sagen, dass uns ein Gegner irgendwie mal länger als einen Monat oder so, klar, das kam jetzt schon vor, aber jetzt, dass uns ein Gegner hier, was weiß ich, ein Jahr oder sowas begleiten könnte, das ist schon ziemlich hart, muss ich sagen. Ja, ich habe mir auch noch nicht die Dungeon-Angriffe so gespeichert, so, weil ich bisher noch keine großartig hatte, der jetzt, ja, weiß ich nicht, der einigermaßen gut aussah. Ich bin froh, wenn ich hier zur Hälfte komme und ansonsten sieht das schon ziemlich spärlich aus. Mit den Upgrades so könnte es sein, dass wir vielleicht einigermaßen safe bis zur Hälfte kommen, ne? Aber ja, dann halt, wie schon gesagt, kommen wir halt auch wirklich nur bis zur Hälfte des Lebens. Deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach erstmal zumindest noch nicht meine Rune zu wechseln oder da halt eben die Pilze zu investieren, weil das sind ja immer 20 Pilze pro Runenwechslung und das ist schon ziemlich viel und das sind einfach mal, denn wenn ich die jetzt hier switche, das ist auf meinem Main Feuerschaden, hier ist Feuerschaden, ne? Also das wären jetzt 40 Pilze, die ich ja, in die Hand nehmen müsste und die einfach mal aus dem Fenster geschmissen sind, weil wir halt nicht mal großartig bis zur Hälfte kommen des Lebens von Ares, ne? Und ja, wenn wir da jetzt die Stats noch drauf hätten von mir und Marquardt, dann würden wir vielleicht so bis zur Hälfte kommen, ne? Höchstens ein bisschen drüber, aber niemals so, dass es mal reichen könnte, dass wir den Gegner hier schlagen. Selbst wenn meine Kunigunde, keine Ahnung, eine, was weiß ich, eine 20er, 25er Kombo raushaut. Selbst dann, denke ich mal, sieht es nicht sehr realistisch aus, ja. Das ist jetzt somit, glaube ich, einer der besseren Tries gewesen, so, ne. Und das halt sagen zu können, ne, das ist halt schon ziemlich krass. Deswegen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die mal den ein oder anderen Dungeon, also jetzt nicht hier den Leggy Dungeon oder so,
ne, weil davon haben wir ja jetzt auch genug gehabt, sondern einfach mal so ein bisschen frischen Wind wieder in das Ganze reinbringen und einfach mal einen neuen Dungeon droppen würden, wo wir halt ein bisschen länger was von haben, wo halt auch die High-Level-Spieler vielleicht auch ein bisschen, so ein bisschen Progress so über die Zeit haben, weil so ein Gegner jetzt hier vor sich zu haben, wo man sagt, yo, den werde ich höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr schaffen, das ist schon ziemlich demotivierend irgendwo. Natürlich lasse ich mich davon nicht runterreißen, ne? Das ist klar, ich mache natürlich weiter, aber trotzdem vermisse ich so ein bisschen, ich vermisse so ein bisschen den Wirbelwind für den High-Level-Bereich. So. Also, dass die Gegner so weit, also die balancen ja die Gegner so, dass sie für Low, Mid-Game so einigermaßen gut gebalanced sind, dass sie da immer stetig, kontinuierlich, wie beim Wirbelwind auch, vorankommen. So, ne? Immer mal ein Gegner, dann lass es mal höchstens ein Gegner sein, den man mal eine Woche nicht schlägt, aber dann kommt man halt auch wieder weiter im Wirbelwind, so, ne? Und so in diesem Rhythmus vermisse ich so ein bisschen die Dungeons für den High-Level-Bereich. So, ne? Für den Early- und Mid-Game-Bereich gibt es halt den Wirbelwind so. Ich vermisse aber halt, wie gesagt, den Wirbelwind für den Endgame-Bereich, für die Leute, die schon sehr, sehr hoch sind, dass dort halt auch das genauso gebalanced ist wie weiter unten in dem Bereich, dass die Leute oben da auch Progress machen sollen, aber halt vielleicht in einer Woche oder so mal denn so viel Progress gemacht haben, dass sie dann mal auch einen Gegner vielleicht besiegen können, so nach der Zeit denn, ne? Genau, ich denke mal ich hoffe, das sollte nicht so schwer sein, aber mal schauen. Vielleicht kommt ja irgendwie was Neues. Zum Geburtstag soll es ja wieder einen Legendary Dungeon geben, also von daher gehe ich mal nicht von aus, dass da jetzt ein normaler Dungeon rauskommt, aber ich vermisse auf jeden Fall die normalen Dungeons, dass da halt mal wieder was kommt. Der letzte ist halt hier der Olymp gewesen, das ist halt jetzt schon eine ziemlich lange Zeit her. Klar kamen neue Elemente dazu, diese neuen Leggy Dungeons und so machen auch Spaß, aber es ist halt jetzt keine Aufgabe, die jetzt meinen Charakter vor eine Herausforderung stellt, ne, sondern ja, weil man kommt ja immer safe durch den Legendary Dungeon, aber durch diese Dungeons kommt ihr halt eben nicht durch, wenn ihr halt zu schwach dafür seid, so, ne? Genau, und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass da mal wieder was kommt. Gut, ansonsten bin ich gerade momentan wieder auf Platz 1 hier, ist natürlich ein schöner Anblick, ne, aber wird sich, denke ich mal, wieder nicht halten, so, ne, ist klar, es wird sich immer hin und her wechseln und dann soll es auch für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel. Nehmt da gerne dran teil. Ihr müsst Abonnent sein, einen Kommentar verfassen und das Video liken. Und ansonsten war es das soweit. Dann nehmt ihr da automatisch dran teil an dem Gewinnspiel und werdet am Freitag dann ausgelost werden und habt dann die Chance auf 50 Euro Paysafe-Guthaben. Und dann war es das soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.